Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Steuerklassen bei Verheirateten und ganz speziell um die Frage, muss ich eine Steuererklärung machen, wenn ich verheiratet bin? Also unbedingt dranbleiben. Muss ich eine Steuererklärung machen, wenn ich verheiratet bin? Nun, das hängt von der Wahl der Steuerklasse ab. Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht. Schauen wir uns mal die drei Möglichkeiten an. Einmal gibt es die Möglichkeit der Steuerklassenkombination 3,5 bzw. 5,3 oder aber beide haben die Steuerklasse 4 und die dritte Möglichkeit ist Steuerklasse 4 und 4 mit Faktorverfahren. Die Steuerklasse 4 bekommt man automatisch nach der Eheschließung, auch wenn ein Partner gar keinen Arbeitslohn bezieht. Erst danach könnte man einen Antrag auf Steuerklassenwechsel stellen. Den Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten und Lebenspartnern, den füllen Sie einfach aus. Es ist ein Blatt, Vorder- und Rückseite. Den Vordruck können Sie sich im Internet runterladen und dann können Sie den Wechsel beantragen, entweder auf 3,5 oder 5,3 oder auf die Steuerklassen 4 mit Faktorverfahren. Wählen Sie die Steuerklasse 3,5, dann müssen Sie bedenken, dass diese Kombination die Höhe der Lohnersatzleistungen mächtig doch ja beeinflusst. Also Lohnersatzleistungen wie Krankengeld, Arbeitslosengeld 1, Verletztengeld, Übergangsgeld, aber auch Elterngeld. So, den Antrag, den finden Sie im Internet, der nennt sich Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten, Lebenspartnern. Füllen Sie hier die Vorderseite aus. Auf der Rückseite ist nicht mehr allzu viel, aber bitte vergessen Sie nicht Datum und Unterschrift. Ja, die dritte Variante ist jetzt hier die 4,4 mit Faktorverfahren. Die Vorteile vom Faktorverfahren in Steuerklasse 4 haben vor allem Paare mit unterschiedlichen Einkünften. Also grundsätzlich geht es beim Faktorverfahren um eine gerechte Verteilung der Lohnsteuer. Ja, in der Praxis bedeutet das, dass jeder Partner nur den Anteil an der Lohnsteuer trägt, den er auch zum gemeinsamen Einkommen beiträgt. Das heißt im Klartext, steuert jetzt ein Partner 25% zum Gesamteinkommen bei, muss er auch nur 25% der Lohnsteuer zahlen. Bei der Steuerklassenwahl 4,4 mit Faktorverfahren sind Sie verpflichtet, eine Steuererklärung einzureichen. Das nennt man dann Pflichtveranlagung, also alle, die verpflichtet sind, eine Steuererklärung einzureichen, aufgrund der Steuerklassenkombination, haben nur bis zum 31.07. des Folgejahres Zeit. Das betrifft die Steuerklassen 3,5, Steuerklassen 4 mit Faktor, aber auch, wenn jeder die Steuerklasse 4 hat und einer von beiden noch zusätzlich eingetragene Freibeträge oder weitere Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zum Beispiel. Schauen wir uns das nochmal hier mit der Steuerklasse 3,5 an. Also diese Kombination ist wirklich ideal, wenn sich das gemeinsame Einkommen nach dem Verhältnis 60-40 verteilt. Was heißt das im Klartext? Nehmen wir an, Ihr Jahresbruttoeinkommen beträgt 100.000 Euro glatt. Das lässt sich so schön rechnen. Der eine Partner hat 60.000 Jahreseinkommen, der andere 40.000. Das ist der Idealfall. Je mehr der mit der Steuerklasse 3 verdient, desto höher ist die Differenz natürlich zu dem mit dem geringeren Einkommen und ja, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit der Steuernachzahlungen. Wenn das Verhältnis eben nicht mehr stimmt, oder kann es auch dazu kommen, dass Sie in Zukunft Steuervorauszahlungen an das Finanzamt leisten müssen. Ja, also wenn Sie jetzt Steuerklasse 4,4 haben, keinen Freibetrag und keine weiteren Einkünfte, dann haben Sie die Möglichkeit, freiwillig eine Steuererklärung zu machen und haben dafür 4 Jahre Zeit. Die Wahl der Steuerklasse ist wirklich von vielen Faktoren abhängig und es gibt da wirklich keine pauschale Lösung. Also hilfreich kann vielleicht ein Steuerklassenrechner sein, den Sie im Internet finden. Das war's eigentlich in dem kurzen Video und mein Tipp an Sie: Beschäftigen Sie sich einfach mit diesem Thema und nehmen Sie es in die eigene Hand. Es ist vielleicht einfacher, als Sie denken. Vielen Dank fürs Anschauen.
Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kleinen Video etwas weiterhelfen. Die Wahl der Steuerklassenkombination ist wirklich nicht ganz so einfach und muss gut überlegt sein. Aber letztendlich wird am Jahresende gerechnet. Mit der Wahl der Steuerklassenkombination entscheiden Sie ja nur, ob Sie im Laufe des Jahres mehr oder weniger Netto im Portemonnaie haben. Die Steuerfestsetzung ist im Endeffekt die gleiche, egal welche Steuerklasse Sie haben. Ja, abschließend noch eine Frage. Haben Sie sich schon den Gratis-Report gesichert in 7 Schritten zur Steuererklärung? Wenn nicht, tun Sie das. Der Link ist unter diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.